Hallo, Servus. Ein paar Tage später, wir haben Defender-Besuch bekommen heute. Und zwar ganz besonderen, weil es sind nämlich unsere ersten nicht familiären Patreons, Sebastian und Anastasia, seit schon ewig. Ich glaube, seit ungefähr Oktober sind sie Patreons. Und wir haben ihnen schon einige Ansichtskarten geschickt und wir haben auch schon ein bisschen geschrieben. Und damals, als sie Patreons geworden sind, haben sie uns eben gesagt, ja, sie hätten gerne einen Defender. Mittlerweile, seit Dezember, haben sie einen Defender und zwar eben auch quasi fast so einen wie wir. Haben auch ein Dachzelt dazu und ja, als Dank haben wir sie vorher zum Essen eingeladen und jetzt müssen sie leider zeitbedingt schon wieder weiter. Also eine richtig schöne Begegnung und wir haben schon auch einige mögliche gemeinsame Reisen miteinander besprochen. Und vielleicht sieht man sich ja später irgendwann mal wieder. Es würde uns auf jeden Fall sehr freuen, weil es war wirklich eine nette Begegnung. Das Geräusch kennen wir. Das sind so richtige Brüder, weil sie sind beide Baujahr 2003 und sie haben beide um die 200.000 Kilometer. Also das ist wirklich fast der gleiche Defender. Beide blau, beide weißes Dach und beide 110er Station Wagon. Voll super. Und in ein paar Tagen kommen schon Gabor und Jasmin, die Schweizer, mit dem früher weißen Defender zu uns. Jetzt haben sie aus verschiedenen Gründen einen kurzen 90er Defender und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass sie kommen. Ja, hallo. Gabor und Jasmin sind uns besuchen gekommen und mit ihnen werden wir die nächsten 4 Tage auf die Insel Hvar fahren. Und sie sind jetzt schon auf unserem Parkplatz, packen ihre Sachen. Sie sind jetzt schon 4 Wochen unterwegs, das heißt, sind schon im Reisealltag eingespielt. Also ja, trotzdem packen sie jetzt mal, weil sie sind froh, jetzt wieder mal einen Wasseranschluss, Dusche und Waschmaschine zu haben. Und ja, bald geht's los. Karin arbeitet noch und wir holen sie jetzt ab. Und wieder gepackt für 4 Tage. Nicht so viel, das ist alles, was wir haben. Und ob wir die Bettdecken brauchen werden oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, wir nehmen sie zumindest mit, dass wir nicht ganz ohne irgendwas im Dachzelt schlafen müssen. Aber es wird so warm werden. Es ist so heiß. Jede Bewegung. Und man schwitzt so sehr. Hallo! Hallo! Wow, ich freue mich. Ich glaube, das sollte für 4 Tage reichen. Das macht keinen Sinn, ich will das nicht sein. Wir sind jetzt in Split. Wir liegen mega gut in der Zeit. Wir sind in der Spur noch und ich glaube, sollte sich ausgehen. Mal schauen. So, Tickets haben wir schon und wir schauen jetzt gerade, wie weit die Schlange jetzt nach vorne geht und ob das irgendwie realistisch ist, dass wir noch auf die 14 Uhr Fähre kommen. Also es sind mega viele Autos vor uns, aber sie haben eben 2 Stöcke links und rechts, plus unten im Bauch von der Fähre auch nochmal. Also ja,
Könnte sich ausgehen, könnte sich auch nicht ausgehen. Also wir schwanken so alle 5 Minuten zwischen, ah ja, es geht sich locker aus und ah nein, es geht sich vielleicht doch nicht aus. Und ja, aber jetzt, derzeit ist der Stand auf, ja, es geht sich vielleicht aus. Ich habe gerade gefragt, beide dieser Linien kommen noch hinein. Richtig? Ja. Super. Es ist schon ziemlich voll auf der Fähre. Ich weiß nicht, ob sie das noch irgendwie schlichten können. Aber es wäre so super, wenn wir noch beide drauf können. Uiuiui. So. Gut. Fähre ist voll, wir sind die Ersten in der Reihe. Nächste Fähre ist um 17 Uhr und wir machen dabei einen Ausflug nach Split. So, unsere Fähre Juraj Dalmatinac wartet schon auf uns. Den gelben Kanister haben wir gerade eben aufgefüllt. Und so nach 4 Stunden jetzt fehlt schon so viel, obwohl wir erst eine 1-Liter-Flasche aufgefüllt haben. Und wenn man genauer schaut, dann sieht man eben, dass da so wirklich ein kleines, konstantes Rinnsal rausläuft, das eben den ganzen Teppich nass gemacht hat. Und ja, auch unsere Küchenrollen jetzt, alles nicht so schlimm, es trocknet eh alles wieder, weil es so heiß ist. Aber ja. Wir sind ganz vorne die Ersten. Cool, und da oben gibt es eben noch ein Autodeck, da auf der anderen Seite auch. Und diese Rampe wird einfach so runtergeklappt, damit die Autos runterfahren können. Die Fähre von Split nach Stalingrad hat jetzt 2 Stunden gedauert und vor allem klimatisiert, das war richtig angenehm. Und jetzt sind wir angekommen und schon voll gespannt, wie uns die Insel gefällt. Es ist ja schon nach 19 Uhr, weil wir eben die spätere Fähre jetzt genommen haben. Aber es ist immer noch schön hell und wir haben noch genug Zeit, einen Schlafplatz zu finden. Aber wir haben auch jetzt schon ganz in der Nähe was ganz vielversprechendes gefunden, halt mit ganz vielen Möglichkeiten und Optionen. Und da sind wir jetzt schon sehr gespannt drauf. Ich bin gerade so an einem ganz trockenen Busch vorbeigefahren und oh, die Nadeln kratzen überall im Rücken und oh. Und deshalb, liebe Leute, soll man beim Offroad-Fahren immer die Fenster zumachen. Also die Karin hat einen richtig guten Weg auf der Karte gefunden. Und ja, wenn der jetzt noch bis zum Meer führt, dann sind wir dort sicher alleine und so schön. Ich freue mich schon.
So, da unten ist jetzt das Meer. Da ist so ein altes, halbfertig gebautes Haus. Und die Stimmen wahrscheinlich von einem Boot. Auf jeden Fall mega cool, dass wir da sind. Also was ist denn das Problem? Ja, wir wollen bis zum Meer. Ja, und die Bäume stehen so eng beieinander. Ja, und umbringen wollen wir sie nicht unbedingt. Nein. Also entweder da ganz außen rundherum, so, oder da irgendwie über die Stufe. Wir sind uns noch nicht sicher, wie wir genau runterfahren, aber der Gabo fährt jetzt mal, macht jetzt mal Platz. Der erste Defender hat es geschafft und jetzt fahren wir auch noch runter. Es ist ein bisschen knapp, deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen länger gebraucht, so rundherum zu fahren mit viel vor- und rückwärts schieben und ja, aber es ist gegangen. Keine Kratzer, keine nix. Und jetzt schaffen wir das auch noch. Und dann sind wir endlich da und können endlich schwimmen gehen. Wenn die Reifen durchdrehen, geht der Vorderteil nach links. Und dann habe ich den Baum genau in der Mitte von der Motorhaube und kann aber nicht zurück. Das Wie ist die Lage? ist, dass wir uns nicht um die Ecke trauen. Dafür ist unser Defender zu groß. Der 90er ist gerade ausgegangen, gerade so. Und bei uns geht es sich wirklich nicht aus. Also wir haben es mit einer anderen Technik versucht, aber das geht sich wirklich nicht aus. Jetzt stehen wir dort oben, ist egal, gehen schwimmen, es ist so heiß. Die Luft steht, es ist gar kein Wind. Oh, Und schau wie Wir schön. müssen rein, ja, es ist extrem schön. Es ist recht spät geworden und obwohl wir so viele frische Zutaten gekauft haben, wäre es jetzt trotzdem einfach nur Penne mit Sugo, weil es einfach schon zu spät ist. Morgen wird es so schön. Ja, schwimmen war so schön. Allein jetzt schon, also wir sind jetzt vielleicht mal 4 Stunden auf Fahrt und allein jetzt schon hat es sich ausgezahlt, herzufahren. Das war Ja. mega. Und heute ist Sternschnuppennacht Ja. und wir haben schon 2 gesehen. Und ich habe eine gesehen, die war so, wie wenn man in einer Kinderserie das so übertrieben darstellt. So hat sie ausgesehen. Ich dachte zuerst, es ist Feuerwerk. Und dann ist es mir eingefallen, dass heute Sternschnuppennacht ist. Das war so schön. Es ist so schön windstill und ruhig und friedlich. Und, oh, es ist so schön da zu sein. Du hast den Rollkragenpullover an. Ja, es ist relativ kühl geworden. Es ist eigentlich sehr angenehm. Ich glaube, das ist, weil die Luft so aus dem Wald kommt und das ist wirklich angenehm kühl. Und wir haben einige Sternschnuppen gesehen und jetzt gehen wir schlafen. Es hat ca. 20 Grad, würde ich jetzt schätzen. Also es ist wirklich angenehm, sich jetzt in die Decke zu kuscheln. Ja, Und ich dachte eigentlich, dass wir die Decken gar nicht brauchen. auch doch. Aber schon. Gut, gute Nacht. Gute Nacht, Gabor. Gute Nacht, Jasmin. Wir haben noch eine besondere Nachricht für jemanden. Und wir haben schon oft gehört, dass wenn wir jetzt ein Jahr überstanden haben in diesem engen Raum, dass uns ja nichts mehr auseinanderbringen kann. Aber natürlich ist es im Alltag anders und ich meine, uns geht es noch immer gut. Aber wir können schon verstehen, wenn das für eine Partnerschaft irgendwann schwierig wird. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich dann auf die nächste gemeinsame Reise freuen kann. Und ja, Sonja, ihr habt ja heute Hochzeitstag und wir wollen dich einladen, dem Jan noch eine Chance zu geben und ja, dass ihr probiert, euch auf die nächste Reise zu freuen und die dann miteinander habt. Und ich glaube, das gibt einer Beziehung einfach so viel und so viel Abwechslung und man sieht einfach so viele neue Perspektiven und man ist wieder mal draußen aus diesem Alltagstrott. Und ja, das ist unsere Nachricht an dich. Und sonst wollen wir auch noch Danke sagen. Ja, ganz großes Dankeschön an alle Leute, die hinter uns stehen und uns unterstützen und uns das zeigen, indem sie zum Beispiel unsere Patrons sind. Dankeschön an Christian und an Benjamin.
Danke an Andreas und Ilja Simon und Rainer. und Josef und Arno. Oft sind es nicht nur eine Person, sondern auch dann zum Beispiel ein Paar, das zusammen unterstützt, da steht halt dann nur ein Name da. Ja. Also auf jeden Fall danke an alle, die dahinter stehen. Es ist echt super, dass ihr da seid. Und ich hoffe, so diese regelmäßigen Fotos, das nutzt ihr auch. Also, weil man muss ja trotzdem immer noch eine separate App aufmachen, quasi nur um uns das dann, was wir machen, zu sehen. Aber ja, wir versuchen das schon irgendwie so aufrechtzuerhalten eben. Und wie das genau funktioniert und so, darüber planen wir eben auch ein Video demnächst. Genau, ja. Und dann gibt es wieder Leute, die uns über PayPal unterstützt haben, was auch so toll ist. Es gibt auch Leute, die uns wirklich regelmäßig jedes Monat unterstützen. Ja. Da werde ich glaube, die wollen nicht, dass ich sie jedes Mal erwähne. Es ist super, ja. Ja, Also, es ist wirklich, also wir hätten uns das nie vorstellen können, als wir weggefahren sind. Ja. Das ist unglaublich. Besonderes Danke an Martina und Jörg, an Heinrich und Uwe, Thomas und Tobias. und Dominik und an Marlene und Micha. Vielen Dank und auch Dankeschön an all die kleinen Nachrichten, die ihr dazu schickt. Das ist Genau. Ja, und super. auch danke an die einfach nur E-Mails ohne irgendwas dran. Ist auch immer nett, so mal längere Nachrichten von euch zu hören. ja, und mal zu wissen, so- wer ihr seid. Genau, Weil ihr ja. kennt uns ja, wir wissen nicht, wer du bist. Ja. Manche schicken uns auch so ein Foto mit ihrem Reisefahrzeug und Ja, der ist immer Familie super, oder so. so Ja, schön. das sind wir und wir schauen immer am Sonntagabend am Fernseher eure Videos das an ist, und so. Das freut uns da wirklich so ganz Ja. ehrlich und schön, das Ja, zu wissen, wer dazu schaut. fast so gut wie Geld. Vielen Dank, ich würde euch am liebsten so umarmen. Ja. Ja. Fühlt euch umarmt von der Karin. Und dann, Bis Dankeschön, bald. bis Mittwoch. Ciao.